Zu Hause habe ich ihm immer wieder gesagt, er soll normal laufen, gerade laufen, aber hat sich nicht verbessert. Ich heiße Maxim, ich bin 9 Jahre alt und ich laufe auf den Zehenspitzen. Wie gesagt, er kriegt das nicht mal mit. Also wenn ich ihn daran erinnere, dann läuft er normal, ein paar Minuten vielleicht, aber dann läuft das wieder ganz normal für ihn auf die Zehspitzen, ja. Spitzfuß ist, wenn die Ferse nicht am Boden kommt und die Patienten im Zehenspitzengang laufen, was im Laufe der Erkrankung zu verschiedenen Problemen führen kann, weil einfach die Belastung auf der kompletten Achse vom Körper falsch ist. Dann haben wir dadurch einen Beckenschiefstand und das läuft fortlaufend auf die Wirbelsäule, äußert sich das aus und man bekommt eine Wirbelsäulenverkrümmung auf lange Sicht. Zudem einfach um Kontrakturen, das heißt, das Gelenk wird irgendwann kontrakt, das wird nicht mehr so mobil sein. Es ging mit 2,5 Jahren los. Langsam, ab und zu hat er das gemacht und dann hat sich immer gesteigert. Und jetzt seit den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, hat sich das extrem verschlechtert. Ich würde sagen, 80–90% läuft er nur auf die Zehspitzen. Also die Ärzte wissen es auch nicht, woher es kommt. Es gibt einfach sowas. Kommt von alleine, geht leider nicht von alleine, aber ja, woher es genau kommt, weiß man nicht. Prinzipiell muss unterschieden werden in einen idiopathischen Spitzfuß und in einen neurologischen Spitzfuß. Idiopathischer Spitzfuß bedeutet, die Ursache ist nicht bekannt, man weiß quasi nicht, woher das kommt. Und bei der neurologischen Spitzfuß ist es halt durch eine neurologische Störung, eine Grunderkrankung vorhanden, welche sich dann in der Symptomatik mit einem Spitzfuß äußert. Also es gibt 2 verschiedene Orthesenarten, um den Spitzfuß zu korrigieren. Das ist einmal die Nachtorthese, das ist eine Lagerungsorthese, die den kompletten Apparat in der Nacht aufdehnt. Und zum anderen gibt es die funktionelle Orthese, die wo am Tag getragen wird, die wo am Tag den Fuß korrigiert, hält und den Apparat aufdehnt. Also die Patienten kommen einen Tag zur Beratung zu uns. Ich durfte mir meine Farbe aussuchen für die Orthesen. Erstmal haben wir meine Füße gemessen. Und dann haben wir meine Füße gescannt. Dann geht die Orthese in die Produktion und wenn die Orthese fertig produziert ist, kommt die rauf zu mir und dann vereinbart man einen Anprobetermin mit den Patienten. Wenn alles gut läuft, kann man die Orthese schon am selben Tag fertigstellen. In den meisten Fällen braucht man dann aber bis zu 3 Tage. Außer wenn man jetzt eine schwierige Situation hat oder eine schwierige Fußfehlstellung, dann kann das noch länger dauern als diese eben 3 Tage. Die Spitzfußorthese besteht aus einem Fußteil mit Gelenken und einer hinteren Anlage am Unterschenkel. Über die Gelenke kann man die Bewegung kontrolliert freigeben, ohne dass man jetzt ein Kommen in die Fehlstellung zulässt. Zudem haben unsere Spitzfußorthesen innen nur einen Innenschuh, in dem der Fuß kontrolliert gehalten wird und geführt wird. Also bei der Anprobe einer Orthese achte ich auf die korrekte Passform der Orthese sowie darauf, dass ich keine Druckstellen verursache. Ebenfalls schaue ich mir dann das Gangbild vom Patienten an, vor allem bei Tagorthesen, dass man physiologisch geht. Wenn wir mit der Anprobe fertig sind, wird die Patienten nur erklärt, wie die Orthese anzuziehen ist und was zu beachten ist. Anschließend dürfen sie die Orthese mit nach Hause nehmen und müssen nur wiederkommen, wenn sie Probleme, Fragen oder Druckstellen haben. Und sonst kommen die Leute im Normalfall nach 6 Monaten wieder zu einer Wartums- und Wachstumskontrolle, wo dann die Orthese nochmal genau angeschaut wird und geschaut wird, ob irgendwas geändert werden muss. Ich muss die Orthesen tags und nachts übertragen. Grundlegend ist es immer wichtig, Therapie grundsätzlich durchzuführen, egal ob man ein Hilfsmittel hat oder nicht. Auch in Kombination mit Hilfsmittel ist es unabdingbar, in dieser Form eine Therapie durchzuführen. Ja, wir haben verschiedene Therapien ausprobiert. Physiotherapie, dann die Hüfte wurde wieder eingerichtet oder wie man das auch nennt. Genau. Man kann die Therapie ganz normal klassisch durchführen, ohne eine Versorgung, ohne ein Hilfsmittel, wo man einfach schaut, dass man den Fußrücken
in die Dorsalextension nach oben wieder bringt. Die Zehenspitze quasi zur Nase. Bei der Therapie mit Hilfsmittel sieht es so aus, dass man ganz oft Standbeinphasentraining durchführen kann, sodass man mit der anderen Seite die Schwungphase beüben kann. Aber auch, man kann das Kniegelenk super bedienen und therapieren. Bei der Therapie mit dem Hilfsmittel, wenn es nur bis zum Unterschenkel geht, eine kurze Versorgung quasi, ist der Fuß super korrigiert durch das Hilfsmittel und man kann quasi in dem Kniegelenksbereich super arbeiten, um zum Beispiel den Wadenmuskel besser zu therapieren und zu dehnen, weil das ja ein zweigelenkiger Muskel ist.